Hallo aus Unna bei Dortmund. Herzlich willkommen bei Camperkaufen TV. Wir haben heute ein Euramobil Profile T675 SB. Das Fahrzeug ist 1,5 Jahre alt, hat weniger als 7000 Kilometer gelaufen, hat nahezu Vollausstattung, 160 PS, 9-Gang-Wandlerautomatik, Maxi-Fahrwerk, Solaranlage drauf, Wechselrichter, zweite Aufbaubatterie, Luftfederung und vieles mehr. Zusatzoption ist das LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, 90 Liter Dieseltank, Alufelgen, Reifen-Luftdrucksensoren und hinten die Komfort-Aufbaustützen, die Sie herunterfahren können, um das Fahrzeug zu fixieren, sprich, dass es weniger aufschaukelt, wenn Sie sich in dem Fahrzeug bewegen. Das Fahrzeug hat weniger als 7000 Kilometer gelaufen und Erstzulassung ist der 25.08.2020. Der Käufer hat damals schon eine 3-jährige Anschlussgarantie abgeschlossen, sodass Sie jetzt noch 3,5 Jahre volle Garantie haben, sowohl auf die Fiat, die Basis, als auch den Aufbau von Euramobilen mit der gesamten Wohnmobiltechnik. Zur hochwertigen Ausstattung gehört zunächst beim Fiat 160 PS Motor, 9-Gang-Wandlerautomatik, dann das damals neue Fiat Fahrerassistenzpaket, beinhaltet Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Regenlichtsensor, Fernlichtassistent und Verkehrsschildererkennung, 90 Liter Tank, Anhängerkupplung und das Maxi-Fahrwerk für 4,4 Tonnen. Man kann dieses Fahrzeug allerdings auch ohne Probleme ablasten auf 3,5 Tonnen. Für besseren Fahrkomfort wurde an der Hinterachse noch eine Luftfederung verbaut. Die Besonderheiten des Reisemobils sind neben einer SAT-TV-Anlage, dem neuen 10 Zoll Scenic Navigationssystem mit Doppelaugen-Rückfahrkamera, Komfortstützen hinten, Außendusche kalt-warm auf der Fahrerseite. Zur Stromversorgung. Verbaut sind 2 Aufbaubatterien AGM, 2x100 Watt Solar, ein Batteriecomputer, Wechselrichter 1700 Watt, der mit Vorrangschaltung über alle Steckdosen läuft. Die Gasanlage verfügt über eine Duo-Control mit Fernanzeige und eine Gasaußensteckdose für den Gasgrill. Weitere Details der Ausstattung erfahren Sie im Folgenden und finden Sie auch in der Anzeige zu diesem Fahrzeug. Besichtigt werden kann das Fahrzeug ab sofort. Zum Verkauf steht es ab 1. Juli diesen Jahres. Unter Umständen können wir auch darüber reden, dass er auch schon zum 1. Juni abgegeben wird. So, beginnen wir außen. Das Fahrzeug ist in Silber lackiert. Man sieht, schauen wir erstmal nach Beschädigung. Also Sommerreifen sind montiert, 16 Zoll Alufelgen. Und wie man sieht, ist das Maxi-Fahrwerk verbaut, bedeutet aktuell 4,4 Tonnen. Alternativ kann man den auch ablasten auf 3500 Kilogramm, also 3,5 Tonnen, was bei dem Fahrzeug eigentlich kein Problem ist, wenn man den zu zweit fährt. Unter 7 Meter kommt man gut mit dem Gewicht hin. So, schauen wir mal Außenspiegel, keinerlei Beschädigung. Windschutzscheibe, kein Steinschlag. Beifahrerseite auch kein Kratzer in irgendeiner Form. Wobei doch hier haben wir einen minimalen. Genau. So, jetzt schauen wir vorne einmal den Stoßfänger. Kein Kratzer, keine Beschädigung. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit der 160 PS Motorisierung, 2,3 Liter und der 9-Gang Wandlerautomatik. Da oben sehen wir das Fahrerassistenzsystem mit der Kamera für Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent etc. So, die Heizung ist direkt unter der großen Sitzbank verbaut. So, unter der Sitzbank befindet sich die Truma Kombi 6 Gasheizung. Das Fahrzeug bei Euramobil ist übrigens komplett aus GFK-Bauweise, Dach, Seitenwand, Böden. Das Fahrzeug, alle Elemente sind miteinander verklebt, nicht verstraubt, dadurch besonders lange haltbar, besonders dicht und verwindungssteif. Was schön ist, hier auch bei der Sitzgruppe gibt es ein Fenster und es ist zum Aufschieben, was absolut Sinn macht, da es ja auch noch die Tür gibt. Es gibt wirklich Hersteller, die hier ein Klappfenster haben. Sobald die Tür auf ist, können Sie das Fenster nicht öffnen. Hier beim Eura ist das sehr gut machbar. Und Sie sehen auch, Sie haben bündige Fenster im Fahrzeug, sei es Rahmenfenster, auch bei Euramobil Serie. So, hier sehen wir den großen Kühlschrank. Oben die Markise, die auch komplett über das Fahrzeug geht. Auch wenn die Tür aufgeht, hat man genügend Platz. Außenbeleuchtung LED, Komfort, Tür, unter anderem mit Zentralverriegelung, mit Verdunklungssystem, mit Mülleimer.
Wichtig bei dem Fahrzeug ist, es ist eine Alarmanlage verbaut. Die gilt sowohl für vorne den Fiat, als auch die Aufbautür, als auch die Garagenklappe. Also Sicherheit ist hier gegeben. Zentralverriegelung auch Aufbautür und vorne das Fahrzeug. So, unter dem großen Kühlschrank, unter dem Lüftungsgitter haben wir hier unten die Gasaußensteckdose. Sehr bequem, um auf der Campingseite mit dem Gasgrill zu arbeiten. Wir haben das französische Seitenbett, dadurch ist die Garage nicht ganz so groß, wie man, also ist nicht für Fahrräder geeignet, wie es halt konzeptbedingt ist. Man hat aber, wie man hier sieht, es ist auch schon einiges drin. Richtig viel Platz für Gartenstühle etc. pp. Wichtig ist, Fahrräder müssen halt hinten drauf, alles andere passt da rein und vor allem man kommt auch, das zeige ich Ihnen gleich von innen, sehr bequem von innen da ran. So. Schauen wir uns das Fahrzeug von hinten an, das moderne Design von Euromobil, was zu dem Baujahr 2020 erneuert wurde, oben mit der schwarzen Applikation. Darunter ist eine Doppelrückfahrkamera, bedeutet, wenn Sie Rückwärtsgang drin haben, filmt die Kamera direkt hinterm Fahrzeug. Wenn Sie rückwärts fahren, haben Sie eine zweite Funktion, wie ein Rückspiegel. So, ein Fahrradträger ist hier außen jetzt nicht verbaut, kann man nachrüsten. Hier war es so, dass der Kunde E-Bikes hat und bei E-Bikes, statt die da hoch zu wuchten, hat er die Variante gewählt, dass er hier unten eine Anhängerkupplung hat. Da arbeiten Sie mit dem Fahrradträger ganz normal, wie man es vom Pkw kennt. Und Sie können dort die E-Bikes dann bequem verstauen. Auch hier sehen Sie keinerlei Beschädigungen am Stoßfänger. So, kommen wir zur Fahrerseite. Eine Sog ist verbaut. Das beliebte Entlüftungssystem von der Toilette, das heißt, Sie benötigen keinerlei Toilettenchemie mehr im Fahrzeug und Sie haben keinerlei Gerüche im Fahrzeug. Auch Aufpreis vom Kunden war hier das zusätzliche Badfenster, so dass das Bad sehr hell innen drin ist und auch sehr gut zu lüften ist. Man hat das Seitenfenster und oben drauf noch ein Heki. So, hier haben wir das Gasfach, tief ausgeschnitten, Platz für 2x11 Kilo. Verbaut ist eine Duo-Control inklusive Gasfilter. Somit können Sie auch während der Fahrt die Gasflaschen offen lassen und Sie haben die Möglichkeit, dass er automatisch umschaltet, wenn eine Flasche leer ist, auf die zweite. Hier drüber ist die Außensteckdose. Sehr beliebt, wenn man einen Hund hat oder je nachdem welches Hobby man hat, zum Absprühen von irgendwelchen Gegenständen oder vom Tier. Dann die Wasserzufuhr, Wassertank. Stromsteckdose auf dieser Seite und man hat hier schon Euro 6, sprich bei dem Fiat inklusive AdBlue. Schauen wir uns den Eurer nun von innen an. Zunächst einmal fällt auf, man benötigt beim Eurer keine Trittstufe. Die Stufen sind im Fahrzeug und Sie haben auch generell, ich schwenke mal über den Boden, Sie haben beim Euromobil nie irgendwo eine Trittstufe im Innenraum. Hintergrund ist der, Sie haben einen Doppelboden drin. Das hilft auch nicht nur, dass Sie keine Stufe haben, sondern auch der Doppelboden ermöglicht, dass dort die Technik verbaut ist, unter anderem auch die Heizungsrohre. Das bedeutet, Sie haben wie eine Fußbodenheizung im Fahrzeug und nach unten doppelt isoliert, deutlich weniger Energie und Heizleistung im Winter. Auch im Eingangsbereich finden Sie den Gaswarner. Der gibt Signalton an, wenn ein Betäubungsgas in das Fahrzeug von Ganoven geleitet werden würde. Betäubungsgas geht immer zum Boden und so sind Sie damit geschützt. Ehe die Gase Sie erreichen, wenn Sie im Bett liegen, gibt es vorher schon Alarm. So, nehmen wir noch einmal die Aufbautür. Fliegengitter ist natürlich auch selbstverständlich. Wir sind nun im Profiler T675 SB. Werfen mal einen Blick rund ins Fahrzeug. Hinten haben Sie ein großes Doppelbett. Die Maße werden eingeblendet. Daneben haben Sie ein Bad. Hinten mit einer Banktoilette, sodass man richtig viel Platz hat. Wenn man duschen will, baut man davor dieses um. Sie haben auf der Fahrerseite einen großen Kleiderschrank mit 2 Türen. Dem gegenüber einen großen Kühlschrank mit separatem Gefrierfach. Eine große L-Küche mit Schubladensystem und vorne, Sie haben wirklich von hinten eine Blickachse von 7 Metern, wenn Sie im Bett liegen, und vorne eine sehr geräumige Sitzgruppe auf der Campingseite mit einer Doppelsitzbank, darüber dem Fenster. Und Sie haben die Möglichkeit, bei dieser L-Sitzgruppe, links ist wie auf ein L
geformt, den Tisch abzusenken, mit einem Zusatzpolster, was wir jetzt in der Garage liegen haben, dieses dort einzusetzen und eine Schlafmöglichkeit haben dort für 2 weitere Erwachsene. So, vorne haben wir die Pilotensitze zum Fenster. Das Fahrzeug ist sehr hell, wie man sieht, einmal ein großes, geräumiges Dachfenster über der Sitzgruppe und vorne das große Sunroof. Das Sunroof hat bei Euramobil 2 Besonderheiten. Zum einen ist es sehr großflächig und es ist bündig in die Außenhaut eingeklebt. Das bedeutet, Sie haben dort keinerlei Windgeräusche bei der Fahrt. Umgekehrt hat dies aber auch zur Folge, dass man vorne das Fenster nicht öffnen kann. Alle anderen Fenster können Sie öffnen. Verdunkeln können Sie natürlich jedes Fenster und ansonsten Fliegengitter, sowas ist natürlich alles vorhanden. Über der Eingangstür haben Sie die Schaltzentrale, beginnend links mit dem Bedienteil der Heizung. Sie haben dort die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, das Wasser einzustellen, Eco Hot Boost, unterschiedliche Temperaturen, unterschiedliche Lüfterstufen, Zeitvorwahl, das geht. Und Sie haben hier auch, es ist iNet Ready. Das bedeutet, Sie können es auch noch erweitern, dass Sie das Reisemobil per Handy steuern können. Ist aktuell noch nicht verbaut, aber ist technisch machbar. Kein großer Aufwand. Dann hier vom Euramobil, Druckwasserpumpe, Außenlicht, Innenbeleuchtung, Stromversorgung, Frischwasser. Wobei Stromversorgung läuft bei diesem Fahrzeug anders. Sie haben hier einen Batteriecomputer. Es wurde verbaut, zweimal 100 Watt Solar. Sie haben 2 Aufbaubatterien, beide AGM-Batterien. Und Sie haben einen Wechselrichter von Votronic, 1700 Watt, mit Vorrangschaltung für die 220 Volt Steckdosen. Bedeutet, dass Sie jede 220 Volt Steckdose in diesem Fahrzeug nutzen können und es entweder über die Aufbaubatterie läuft oder aber, wenn Sie am Landstrom dran sind, er automatisch den Landstrom durchspeist. Dann haben wir hier noch für die Duo Control die Bedieneinheit, wo man auch schauen kann, welche Flasche befüllt ist bzw. leer ist, und zweimal USB und hier oben auch die Möglichkeit, irgendetwas abzulegen, um der USB zu laden. Im Schlafbereich drehbar und schwenkbar finden Sie das TV-Gerät. Die Satellitenschüssel hat hier oben Ihr Bedienteil. Sie haben hier 2 Fächer über dem Kühlschrank. Darunter einen sehr großen Kühlschrank mit einem separaten Eisfach. Und einem großen Kühlraum. Es ist selbstverständlich ein Automatikkühlschrank, sprich er arbeitet mit Gas, 220 Volt und 12 Volt. Die Küche befindet sich auf der Fahrerseite. Sehr großen Stauraum. Sie haben beim Eura übrigens eine indirekte Beleuchtung, wie wir das hier oben sehen, die auch somit in die Schränke hineinleuchtet. Es ist sehr solide gebaut, massive Scharniere, Aluprofil mit Softlips. Kein Softclose, aber dafür, wie sagt man so schön, es hebt. Auch die schöne LED-Beleuchtung sieht man hier wieder. Sollte es übrigens irgendwann mal Licht oder Lampen im Film, jetzt im Video flackern, liegt das einfach an der Aufnahmetechnik. Bei der GoPro kann es schon mal passieren, dass LED-Licht flackert. So, wir haben einen großen 3-Flammen-Kocher mit Piezo-Zündung. Wie man sieht, so gut wie neu. Auch die Spülschüssel, keinerlei Verschleiß. Ein besonderer Gimmick bei Euramobil ist hier oben der Wasserhahn. Der lässt sich drehen. Hat dann in dieser oberen Funktion den Vorteil, in der oberen Position den Vorteil, dass er nicht tropft. So, die Spüle abdecken tut man mit 2 von diesen Deckeln, die man alternativ auch noch als Schneidbrett hier einlegen kann. Kommen wir zu den Schubladen. Die arbeiten mit Softclose. Auch hier wieder die indirekte Beleuchtung. Sprich, die LED-Lampe leuchtet in die Schublade rein. Oben eine kleine fürs Besteck, unten eine größere. Ganz unten, weil dahinter der Gaskasten ist, haben wir nur eine Klappe.
Auf dieser Seite wieder eine Schublade, eine kurze, ebenfalls, weil wieder der Gaskasten dahinter ist. Und hier oben eine sehr große Schublade, inklusive mit den Absperrhähnen. Wichtig ist nur, die ist sehr groß. Machen Sie bitte aber nicht zu schwere Sachen da rein. Aber so kann man den Raum der Küche sehr gut nutzen. So, neben der Küche befindet sich ein sehr großer Kleiderschrank mit Beleuchtung. Das ist auch das Schöne an diesem Grundriss. Stauraum haben Sie bei den 675 SB immer massiv. Auch hier unten geht es gleich weiter. Auch hier haben Sie nochmal richtig Platz. Und auch immer leicht zugänglich. So, kommen wir zum Bett. Thema Stauraum. Die Garage kann man bequem von innen erreichen. Einfach dazu Matratze anheben, das Lattenrost anheben. Und schon haben Sie hier die Möglichkeit, von oben auch in die Garage reinzugreifen. Direkt die Garage oder in diesem Zusatzfach. Mit Teleskopstangen kann man das auch sehr leicht mit einer Hand bedienen. Und schon fertig. Leselicht ist hinten 220 Volt, 12 USB, auch wieder 2 Staubschränke. Richtig viel Platz. Kommen wir zu einem weiteren Highlight des Fahrzeugs, das Bad. Wenn Sie in einem Reisemobil richtig viel Platz im Bad haben möchten und sich nicht andauernd anstoßen, ist das sicherlich mit der geräumigste Grundriss. Sie haben hinten einmal eine Banktoilette, die, wenn man sich setzen möchte, auch die Möglichkeit hat, hier einen Sitz runterfahren zu lassen. An der Seite Stauraum für das Übliche. So, hiermit haben Sie die Möglichkeit, eine Plastikwand hier vor die Toilette zu ziehen. Die zweite wird dann hier vorne eingesetzt, sodass Sie dort einen geräumigen Duschraum haben. Und mit der Lamellentür ist das Bad abzutrennen. Belüftung haben Sie einmal oben mit der Mini-Hiki. Hinten haben Sie übrigens noch eine Duschstange zum Aufhängen von nasser Kleidung oder von Handtüchern und dieses optional gewählte Toilettenfenster, auch wieder abzudunkeln. Einen großen Spiegel an der Seite, oben Stauraum und das gleiche unten. Auch hier die Möglichkeit, noch ranzukommen. Nun sind wir im Fahrerhaus. Kommen wir zunächst einmal zum Verdunklungssystem. Das Fahrzeug ist serienmäßig mit Plissés ausgestattet. Einmal hier vorne und hier an der Seite. Die halten dann bequem mit Magneten und so kann man sehr schnell das Fahrerhaus verdunkeln und auch gegen Wärme isolieren. Lederlenkrad, Fernbedienung, dann das große 10 Zoll Navigationssystem, was zu dem Jahre gestartet war bei Euramobil. Sie haben auch Radio, DAB-Radio, Sie können die Rückfahrkamera einstellen. All dieses geht ganz bequem per Touch-Display. Sie sehen hier die 9-Gang-Wandlerautomatik, wo man auch die Fahrmodi ändern kann in Eco, Normal, Power. Dementsprechend verändert sich die Drehzahl oder der Drehzahlbereich, wann das Fahrzeug schaltet. Sie haben im Drive-Modus auch die Möglichkeit, den Wählhebel nach links zu packen und dort manuell die Gänge wählen. Ist nochmal ein Vorteil, wenn man die Motorbremse benötigt auf Bergabstrecken. Es ist aber auch so, dass die Elektronik sehr gut arbeitet. Ich habe in meinem eigenen Reisemobil dieses, das ist also sehr praktisch. Dann sehen wir noch einen ganz kleinen Schalter daneben. Der ist dafür da, um das Radio auch zu bedienen, ohne dass man die Zündung hat, ohne dass man den Schlüssel hat. Was auch dabei ist und deaktivierbar ist, ist die
Abschaltautomatik, Start-Stopp-Automatik. Darunter finden wir für die Bedieneinheit für die Luftfederung an der Hinterachse, die einen deutlichen Komfortgewinn hat und zum anderen auch mehr Fahrstabilität bietet. Dann ist in diesem Fahrzeug eine Klimaautomatik verbaut, nicht wie bei den meisten Ducatos, nur eine Klimaanlage. Hier haben Sie den Komfort wie im Pkw, dass Sie die Temperatur vorwählen können und dieses automatisch gesteuert wird. Darunter finden Sie auch Abschalten des Spurhalteassistenten, Bergabfahrhilfe, Traktionskontrolle. Nebenan USB zum USB-Laden, 12 Volt Zigarettenanzünder und darüber hier in diesem Fall, ja, Kleingeld kann man immer gebrauchen, weil man Stellplätze anfährt für den Automaten. Besonderheit beim Fiat ist auch, dass hier oben dieses Fach mit erwärmt oder gekühlt wird, läuft mit über die Klimaanlage. Wenn jetzt die Leuchten blinken, bitte nicht wundern, liegt wieder an der Aufnahmetechnik. Ich habe es jetzt auch auf Zündung gestellt, von daher leuchten auch die Kontrollelemente. Hier unten sehen Sie das Symbol für den Spurhalteassistent. Nochmal ganz kurz zum Fahrerassistenzpaket von Fiat, was damals neu auf dem Markt war, als das Fahrzeug gebaut wurde, ist der Notbremsassistent. Das heißt, wenn Sie bremsen, erhöht er den Bremsdruck. Also wenn Sie stark bremsen und er das erkennt, dann haben Sie den Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, den Fernlichtassistenten und Verkehrsschildererkennung. Das bedeutet, dass im Multifunktionsdisplay Ihnen die zulässige Höchstgeschwindigkeit angezeigt wird. So, Sie sehen nun, das Fahrzeug hat 6.834 Kilometer. Ich zeige Ihnen hier auch nochmal, dass er anzeigt, in welchem Modus Sie sind, der Automatik. Unten rechts wird Ihnen auch die Position angezeigt, P, R für Rückfahr, D für Drive oder halt auch welchen Gang Sie manuell eingewählt haben. Das Fahrzeug ist jetzt vom 25.08.2020. Es ist ab 1. Juli diesen Jahres abzugeben. Es wird dafür bis dahin noch für 2 kleine Urlaube genutzt. Sie haben halt die Möglichkeit, ein voll ausgestattetes Fahrzeug zu bekommen, top gepflegt und mit dieser ganzen Ausstattung doch, wie ich finde, sehr attraktiv und vor allem deutlich günstiger als ein Neufahrzeug und sofort verfügbar. Details finden Sie im passenden Inserat oder auf camper-kaufen.tv. Für Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an.